Challenge für heute? Schaffen zwei Informatiker, diesen LKW hier rauszukriegen. Es ist auch mal schön, nicht derjenige zu sein, der in der Scheiße steckt. Also grundsätzlich ist der Mensch ja faul. Ich glaube, wir überlegen gerade eine Strategie, wie wir nicht buddeln müssen. Wir haben eine Meinungsverschiedenheit. Ich glaube, wir kommen nicht mal einen Zentimeter vorwärts. Ich denke, wir sollten mit Schwung raus und du sagst... Ich sag mit Gefühl. Er will mal antesten. Ich glaube, so fangen die Katastrophen an. Moin, ich bin Uli und ich habe gedacht, vor der nächsten Reise übe ich mich nochmal da drin, wie man sich richtig festfährt. Hallo, ich bin Nikolas und ich weiß, wie man es nicht macht. Hi, ich bin Chrissy und ist ja nicht so, dass es schon 4 Wochen lang sich durchgeregnet hat. Ich bin Yvonne und ich werde heute alle hier von der Arbeit abhalten. Die Challenge für heute? Schaffen zwei Informatiker, diesen LKW hier rauszukriegen. Also ich bin grundauf optimistisch, da wir hier geballte Fachkompetenz haben. Also ich gehe davon aus, dass wir von der aktuellen Position bis da hinten 1 Stunde und 9 Minuten brauchen. Also in der Türkei haben wir 1 Stunde gebraucht und am Ende musste der Bagger kommen, der Trecker. Ich würde sagen, wir schaffen es beim ersten Versuch und senken dann wieder ein. Ach nee, die haben ja Platten. Wir schaffen es beim ersten Versuch. Und von der Zeit her? 1/2 Stunde. Hier ist die Strategie, habt ihr schon eine? Wie wollt ihr jetzt vorgehen weiter? Vollgas. Ja, mit ein bisschen Brain, aber da ist Uli der Richtige. Er hat vorgesorgt. Wir haben für Kettenfahrzeuge Platten dabei. Also wenn das mal nicht irgendwie vorbereitet ist. Genau, dazu unser gutes Hebekissen, Ja. was wir uns gemeinsam angeschafft haben. Und zum ersten Mal ausprobieren. Also grundsätzlich ist der Mensch ja faul. Ich glaube, wir überlegen gerade eine Strategie, wie wir nicht buddeln müssen. Das sind die guten Sandbleche aus Ungarn. Haben wir auf Empfehlung jetzt Ja. auch gekauft. Genau. Und was meinst du, bleiben die gerade? Letztes Mal war ich erstaunt, als ich sie benutzt habe, dass sie doch so gerade blieben. Okay. Mehr oder weniger. Also ein bisschen sind sie wieder jetzt. Aber ich musste sie nicht wieder gerade fahren. Deswegen ich bin mal gespannt, wie es diesmal so aussieht. Unsere sind ja richtig krumm wie Gurkenbleche geworden. Ja. Also was sind Gurkenbleche? Weiß nicht. Aber ja, Mal schauen. mal schauen. Aber dafür sind sie da. Genau. Vielleicht auch mal ihm so eingeben, oder? So? Von unten her. Vielleicht löst sich das dann ein bisschen. Ich glaube, das ist echt der Zylinder, der in dem... Also scheint mit der halben Stunde schon am Schloss hier zu scheitern. Ja, leider, also ganz ehrlich, so die tunesische Wüste, das hat schon was, weil man da halt einfach nicht dreckig wird. Es ist alles trocken. Und hier, man kniet sich hin, direkt nass. Also wir haben 3 Grad, es ist nass, wir haben Winter. Gibt schönere Situationen auf jeden Fall, um sich festzufahren. Aber ich bin ja selber schuld. Ich bin ja dankbar, dass ich so tolle Hilfe habe. Also eigentlich sind wir nur Schaulustige. Aus welchem Antrieb hilfst du hier? Neugierde. Und Schadenfreude. nee, Schadenfreude nicht. Aber irgendwie so, es ist auch mal schön, nicht derjenige zu sein, der in der Scheiße steckt. So, jetzt ist es interessant. Wo hast du denn? Also wir haben so ein altes Hebekissen von der Bundeswehr. Das kann, glaube ich, 40 Tonnen theoretisch heben. Also mehr als genug. Und da gibt es normalerweise eine Steuerkonsole. Die haben wir aber jetzt nicht. Daher haben wir einfach eine Druckluftpistole, eine normale, die aber hier vorne eben eine, ein weibliches Anschlussstück, würde ich mal sagen.
hat. Genau, Druckluftkupplung. Genau, so eine weibliche Druckluftkupplung, mit der wir also theoretisch auch Luft reingeben können und Luft ablassen können, um das wieder zu senken. Und dann gehen wir hier mit dem üblichen Schlauch an den Prüfanschluss von den Druckluftkesseln vom LKW und müssten damit eben in der Lage sein, das Hebekissen zu bedienen und damit den LKW anzuheben. Genau, und das Wichtige ist halt hierbei, dass man nochmal eine Verlängerung hat von der Pistole bis zum Hebekissen, dass man nicht drunter liegt unterm LKW, während man das Kissen aufpumpt. Genau. Normalerweise sind die Druckluftpistolen halt so nicht ausgestattet und das hat Uli dann umgebaut, dass man das so benutzen kann. Also ein adaptives System. Also es stellt sich gerade heraus, dass Uli ein Profi ist, weil die haben sich in Griechenland schon mal festgefahren, Ja. mit dem LKW, dann in Tunesien Ja, mit dem LKW und mit dem Pajero. auch schon ein paar Mal, ja. Naja, Profi würde ich es nicht nennen. Profis fahren sich gar nicht erst fest. Gut. Würdest du nicht vielleicht wenigstens die hier so komplett in der Senke sind, drin lassen, weil hier ist gerade so ein Loch. Aber passt sich das Gummi da nicht dran an? Ich weiß es nicht. Ja, je mehr wir da nach unten verlieren, desto weniger Hub haben wir, ne? Ja. Ich hatte jetzt halt gedacht, dass man möglichst... Das ist nämlich schon eng. Weil da wird ja der Druck letztendlich entstehen. Ja, das wird aber... Ne, dann muss ich es wenigstens quer machen, weil das bricht sonst direkt. Was? Klappt's? Nö, gerade noch nicht. Machen wir noch ein bisschen. Er ist jetzt bei 6,3 oder so. Also er fängt gleich an. Nicht so viel wie er hofft, Ja. aber ein bisschen was. Also die Bohle müssten wir drunter kriegen. Das Problem ist allerdings, die haben nur eine Seite hoch. Ich glaube, die andere Seite ist nicht genauso hoch gekommen. Das Ende, der geht nicht runter. Bleibt das Bein hängen. Oh, da geht die Pumpe. Müssen wir halt gucken. Ich würde vorne halt genau dasselbe machen jetzt. Aber meine Meinung wäre, jetzt ein kleines Stück versuchen, vorsichtig vorzufahren. Okay, leider haben wir keine zwei Versuche, um das zu testen. Nee, also ich denke, wir sollten so viel wie möglich absichern, also wirklich alles tun, damit dieser erste Versuch auch klappt. Also an sich bin ich da voll bei dir. Ich glaube halt nur, wenn du jetzt vorne das ähnlich erreichst, dann hast du auf 3 Rädern potenziell hinter diese Kante. Wenn du jetzt nur so ein kleines Stück, also reichen ja 10 cm vorfährst, dabei weinend auf dem Balken bist und dann vorne erst anhebst. Aber er hat ja vorne keinen Grip. Also Der muss sich ja ich glaube, dass ich fahren kann. ja, Ich glaube schon. ich denke halt so, er muss ja irgendwo genügend Grip haben, dass er sich über die Kante heben kann. Ja, und ich glaube, dass das allein schon über die Sperre an der Hinterachse kann. An dem Rad. Ich glaube schon. Wir könnten ja sagen, dass wir kurz, ich lasse einmal ganz vorsichtig im ersten Gang und Untersetzung in die Kupplung kommen. Ja. Und sobald sich da nichts tut, dann lassen wir es. Ja, du musst halt richtig Gas geben. Ne? Also ganz vorsichtig, der braucht Drehzahl und er muss halt mit Schwung sozusagen. Wir können ja mal gucken, was jetzt passiert. Du musst ja eh das Hebekissen hinten mal ablassen.
Wir können mal gucken, was passiert. Wir haben eine Meinungsverschiedenheit. Ich bin der Meinung, dass mit der Situation, die wir jetzt haben, ich es schaffe, mit der Hinterachse vorsichtig so ein paar Zentimeter auf die Balken zu fahren und erst dann die Vorderachse hochzuheben. Nikolas hält das für ein zu großes Risiko. Wir sind jetzt gerade noch nicht sicher, was wir machen. Wir fangen jetzt erstmal an, das Hebekissen hinten abzulassen, um zu gucken, wie sich der LKW dann verhält, ob er auf den Balken so ein bisschen stehen bleibt oder gleich noch weiter einsinkt. Und dann diskutieren wir weiter. Also das Ganze erinnert mich an die Türkei, an die Situation. Ach, naja, das wird schon funktionieren und man kommt da vorwärts. Ich glaube, wir kommen nicht mal einen Zentimeter vorwärts. Und die Reifen drehen nur durch. Und vielleicht graben wir uns sogar noch ein Stückchen weiter ein. Links haben wir die Bohle nicht richtig unter den Reifen gekriegt. Und rechts steht der Reifen aber mittlerweile auf der Bohle drauf, das ist gut. Aber links ist er halt viel tiefer drin. Und es wäre schon gut, wenn wir ihn links auch noch mit auf die Bohle raufkriegen. Aber er hat halt auch eine Sperre hinten. Vielleicht zieht er sich auch so raus, weiß ich nicht. Noch mehr? Ja, gerne. Okay. 2 wären noch gut, wenn da noch welche sind. Ja, hier sind noch mehr. Nimm mal die schon so ein bisschen angeknackst sind. Ja. Also ich habe noch 4 weitere. Wir haben das Hebekissen nochmal unterfüttert. Das hatte eine richtig schöne Kuhle in den weichen Rasen gedrückt. Und versuchen jetzt nochmal den LKW nochmal ein Stückchen höher zu kriegen, dass wir dann auf der linken Seite auch die Bohle runtergekloppt kriegen. Und falls das nicht geht, werden wir versuchen, die Bohle anzuspitzen, oder? Ja. Mit links schlagen ist halt nicht so einfach. Ne? Das ist echt fiese. Gut. Ja, ne? Ja. Andere Seite nochmal versuchen, ein paar Zentimeter. Ja. Sieht gut aus. Gut. Und was hast du? Das wird was. Na denn. Jetzt ja noch Vorderachse. Okay, Vorderachse. Hier ist er jetzt. Das passt schon gar nicht. Ja, trotzdem weiter den Balken auch reindrückt, ne? Ja. Ich glaube, es ist trotzdem gut. Also, ich denke, wir sollten mit Schwung raus und du sagst... Ich sag mit Gefühl. Okay, gucken wir mal. Er will mal antesten. Ich glaube, so fangen die Katastrophen an. Ja, wunderbar. Yay! So sollte das sein. Sehr gut. Gut. Also doch mit Gefühl. Wieder was dazu gelernt. Genau. Ja. Wäre wahrscheinlich mit Gewalt auch gegangen. Ist schon besser so. Ja. Alles klar. Eben hast du auf mich gehört, jetzt hören wir auf dich. Jetzt machen wir das sowieso. Uli, wir sind gerade bei 1 Stunde. Ehrlich? Ja. Ja, okay. Dann machen wir es definitiv ohne Anheben und fahren jetzt einfach raus. Weil wie lange haben wir jetzt noch? 9 Minuten. Passt noch nicht, ne? Oder? Nee, genau. Er muss mit dem Hinterreifen noch ein bisschen bis hierhin. Ja, okay. Da kommt auch eigentlich nicht drauf. Vielleicht machen wir da schon mal hin. Ja. Und dann willst du die Gesamtfläche nehmen. Also am liebsten habe ich Gesamtfläche erst, wenn wir eben auf der Ebene sind, weil die verbiegen halt so schnell. Ne? Genau. Ja. Also, war halt das Problem, dass ich wirklich dass ich zu wenig Druck
Tatsache, dass ich diese Kante nicht mitbekomme. Aber ich hatte halt die Kante dafür auch gleichzeitig hinten und vorne. Jetzt schiebt er, genau. Jetzt fängt er an zu laufen. Ich bin zufrieden. Also er ist genau vorne, also vorne schon auf der Kante von den Brettern und hinten gerade noch auf dem Balken. Ich glaube, das könnte es gewesen sein. Läuft. Also im Grunde genommen sind das ja jetzt hier Laborbedingungen. Man hat ja nie und nimmer so viel Material auf Reisen dabei. Ne? Ja, das stimmt. Also was man glaube ich sagen kann, ist, dass das Hebekissen für uns jetzt echt der Gamechanger war, wenn man so tief eingesackt ist, dass man einfach unterfüttern kann, anheben, unterfüttern. Ja. Und der Rest, ja klar, der war natürlich jetzt mit diesen Bohlen und so alles ein bisschen einfacher, aber hätte man unterwegs bestimmt auch irgendwie hingekriegt. Ja. Also im Grunde genommen müsste man sagen, man bräuchte eigentlich 8 Sandbleche, um aus so einer Situation, wo wirklich alles nass ist, um dann nicht wieder einzusenken, dann rausfahren zu können. Schlammschlacht. Ich wollte das jetzt mit Vollgas rausfahren. Ist keine gute Idee. Also das ist meine Wiese, wo wir eingesackt sind. Also wir machen hier nicht kein fremdes Eigentum irgendwie kaputt. Ich habe das unterschätzt, dass sie so weich ist. Ich bin hier schon sehr oft mit dem LKW raufgefahren. Es hatte so viel geregnet. Und schon beim Rauffahren habe ich mich fast festgefahren. Bin dann so am höchsten Punkt stehen geblieben. Habe 2 Wochen gewartet, weil ich dachte, es trocknet vielleicht ab. Gegenteil war der Fall, es ist nur noch nasser geworden und dann war mir schon klar, dass der Rückweg wahrscheinlich schwierig werden wird. Und so bin ich dann auch wirklich nur ein paar Meter weit gekommen und dann hatten wir das Malheur.
Kleiner Funfact am Rande, ich habe gerade festgestellt, dass ich vorhin nicht wirklich darauf geachtet habe und die Hecksperre war doch nicht drin. Ging auch so. Genau so. Und was meinst du? Volles Risiko oder? Weiß ich nicht, ich bin mir ehrlich gesagt unsicher, aber wir machen es vielleicht einfach. Fürs Video. Für die Zuschauer. Uli will jetzt durchfahren. Gucken wir mal, ob es klappt. Also doch mal Vollgas. Ja, wir gucken uns nochmal das Schlachtfeld an. Aber das sieht doch wunderbar aus hier. Da ist doch gar nichts kaputt. Ja, hier nicht. Ja, das andere ist knietief, ne? Ja. Ja, so schnell kann es gehen. So, ein Fazit von der Zeit. Die hatte ja Tipps abgegeben. Ich habe gehört, es war 1 Stunde 8,59 oder so haben wir gebraucht. Nein, nicht ganz. Ja, aber das passte. Gute Schätzung. Also irgendwie so. Also wir waren ja im Prinzip schon raus. Also wir waren schon raus, nachdem wir mit der Aktion Hebekissen alles drunter gepackt haben und ein Stück nach vorne gefahren haben. Da waren wir eigentlich raus. Würde ich jetzt so sagen. Das stimmt, ja. Weil der Rest war jetzt eigentlich nur noch auf Sicherheit den LKW hier rausschieben. Ne? Ja, genau, lieber immer ein bisschen mehr Zeit lassen. Und beim Hebekissen haben wir dann 2 Anläufe gebraucht, ne, weil sich das so doll reingedrückt hat. Also Ja. ich kann ja hier wahrscheinlich auch immer die Bretter mal wegnehmen. Ja, dann sieht man Was das, für ein wie viele da tiefes sind. Loch sich da ergeben hat, nur durch das Hebekissen. Es wird immer tiefer. Ja. Oh, ja, gleich noch eine Ja, Schaufel mit rausheben. dem Spaten. Ja. So, und das ist halt, also ich würde sagen, so Wiese ist glaube ich so der Endgegner, oder? Ja, Wenn man sich festfährt. ist wirklich so. So, im Wüstensand glaube ich würde sich das Hebekissen da nicht so weit reindrücken. Nee, gar nicht, glaube ich. Ja. Also ich habe da jetzt nicht die Erfahrung, da hast du Ja, ja die ich gemacht. habe es in der Wüste auch nicht verwendet, Ja. deswegen weiß ich nicht. Aber ich denke, das ist so, genau. Ja. Also das hat man ja auch auf der Abenteuer Allrad gesehen. Ne? Also da die krassesten Fahrzeuge, eine nasse Wiese ist da wirklich der Endgegner. Ne? Da Ja. sind sie alle dran gescheitert. Ja, cool. Ja, Würde lernt sagen- man wieder draus. Vielen Dank Ja, für gerne. die Hilfe. Hat Spaß gemacht. Ja, doch schon. Auf jeden Fall. Also mit mehreren Leuten macht es auf jeden Fall Spaß. Alleine, glaube ich, hätte es mir jetzt nicht so viel Spaß gemacht. Ja, ist man eher unter Stress. Ne? Ja, So, genau. ich kenne, das ist auch so. Und es ist auch schwierig, weil man dann, also man kann nicht gleichzeitig gucken und fahren und ja, Ja. also es ist eine Aufgabe für mehr als eine Person, ja. Cool. Also es bleibt abschließend zu sagen, Untergrund immer, also ich meine, ich bin mir relativ sicher, wäre ich die Wiese vorher abgelaufen, wäre ich da auch nicht raufgefahren. Weil aber ich dachte halt, ich kenne meine eigene Wiese, was nicht der Fall war. Insofern, ja, wenn man unterwegs ist, auch immer vorher mal gucken, ja, ob man da wirklich rauf muss oder lieber drumherum fährt. also lieber einmal zu viel, ne? Das ist immer so. Irgendwie auch mit dem Druck ablassen und so. Man ist einfach, Ja. das geht schon so. Genau, mit dem Druck ablassen kann man ja vielleicht noch sagen, dass ich ja durchaus Druck abgelassen hatte. Also klar, festgefahren habe ich mich mit Straßendruck. Das heißt, im Optimalfall, wenn man schon weiß, es wird schwierig, Ja. lässt man vorher Druck ab. Das habe ich natürlich auch mal wieder, Regel Nummer 1, nicht befolgt. So, dann war ich aber hier noch lange nicht so tief drin wie zum Schluss. Und dann habe ich abgelassen. Auf wie viel? Ich glaube, ja, ich hätte wahrscheinlich noch ein bisschen mehr. Ich habe, glaube ich, auf 3,2 Bar oder so abgelassen. Ja. Laut meiner Erfahrung war das eigentlich, dann stellt sich schon eine deutliche Wirkung ein beim Fahren. Aber wahrscheinlich habe ich es auch da wieder unterschätzt, dass es so schlimm war, dass man eigentlich eher so auf 1,8 oder so hätte gehen müssen. Und das war natürlich dann zum Schluss nicht mehr möglich, weil dann wäre der LKW so weit runtergekommen, dass er dann aufgesessen wäre. Das ist ja immer so der Klassiker. Dann versucht man so lange, bis man fast aufsitzt Ja. und dann kann man nicht noch mehr Druck ablassen. Und dann wird es auch schwierig. Also so, das war also die Erfahrung, die wir ja gemacht haben. Wir haben uns ja nur einmal festgefahren und die Erfahrung, die wir gemacht haben, ist, sobald der LKW mit der Hinterachse aufsitzt, dann hast du richtig Geburtstag. Und das hatten wir hier halt noch nicht. Und deswegen haben wir dann ja auch noch die Möglichkeit gehabt, überhaupt ein Hebekissen drunter zu setzen. Ne? Abschließender Satz von euch an alle Informatiker da draußen. Holt euch ein Hebekissen. Tja, also ich würde sagen, Informatiker können alles. Ja.
die kaufen das Fahrzeug unbesichtigt. Theoretisch könnte man ihn noch auf 240 PS hochdrehen. Für uns steht fest, wir werden keinen LKW kaufen, den wir nicht einmal Probe gefahren sind. So 5 Minuten und 60 Euro, steht in keinem Verhältnis. Die bieten da gerade alle wie verrückt drauf. Und ich verstehe es ehrlich gesagt nicht. Ich muss nicht 6.000 Euro mehr bezahlen dafür, dass mir jemand sagt, okay, hier ist der LKW, guck ihn dir an, ob er dir gefällt. Ich kann dazu aber nichts sagen, muss den so nehmen, wie er da steht. Und wenn du hier vom Hof gefahren bist und er fällt auseinander, dann hast du Pech gehabt.